Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Kaiserpunk in den Early Access gestartet, Pompeii The Legacy startet Playtest, Bannerman für 3 € im Angebot, City Tales hat einen Release-Date, River Towns erscheint kommende Woche, Jurassic World 2 bis zum 27. März kostenlos und Counter-Strike 1.6 erhält ein Remake. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist Bannerman, dazu aber gleich noch mehr. In Kaiserpunk baut ihr in einer Alternativwelt des 20. Jahrhunderts, in welcher der Zweite Weltkrieg nie endete, eine Stadt auf. Diese Stadt dient gleichzeitig als Logistik-Hub und Produktionsstätte für eure Armee, da ihr natürlich auch was vom Kuchen abhaben möchtet und euch gleichzeitig gegen feindliche Armeen verteidigt. Kaiserpunk habe ich euch bereits vor einiger Zeit in einem Preview-Video vorgestellt, schaut also gerne mal rein. Nach mehreren Verschiebungen ist der Titel nun am 21. März finally in seine Early Access Phase gestartet. Auch beim Solo-Dev-City-Builder Pompeii The Legacy geht es kontinuierlich weiter. So konnte der Titel nun einen ersten Playtest starten, für welchen ihr euch über die Steam-Page des Titels ganz einfach anmelden könnt. In Pompeii baut ihr die namensgebende Stadt nach ihrem verheerenden Untergang durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 70 nach Christus Stück für Stück wieder auf. Im nun gestarteten Playtest könnt ihr neben dem City-Builder-Part auch schon das Generationensystem testen, durch welches eure Familie Fähigkeiten vererbt und ihr so für deren Fortbestand sorgt. Außerdem sollen schon dynamische Ereignisse und Herausforderungen enthalten sein, welche die Kämpfe des alten Roms widerspiegeln und zudem die enthaltene Minikampagne schon voll vertont sein. In Bannerman aus dem Jahr 2019 spielt ihr ein kurzweiliges Singleplayer-RTS, in welchem ihr in die Rolle eines gefallenen Lords schlüpft und euch auf den Weg macht, das mittelalterliche Reich Valtoria zurückzuerobern. Dabei orientiert sich Bannerman unter anderem an Warcraft, was man gut an den beiden vorhandenen Ressourcen Holz und Gold erkennen kann. Sollte bei euch eine gewisse RTS-Flaute vorherrschen, erhaltet ihr hier für gerade mal 3 € bei Instant Gaming einen brauchbaren Lückenfüller, den man sich ruhig mal geben kann. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Auch City Tales Medieval Era habe ich euch Anfang des Jahres in einem Preview-Video bereits vorgestellt. Anlässlich der Future Game Show wurde nun mit dem 22. Mai auch ein Release-Date für den Early Access verkündet und zur Feier des Tages auch gleich noch eine überarbeitete Demo auf Steam veröffentlicht. Zum Launch im Mai sollen dann direkt 50 verschiedene Ressourcen und über 60 unterschiedliche Gebäude zur Verfügung stehen und euch stundenlang beschäftigen. Dabei legt das Spiel seinen Schwerpunkt auf die Erzählung einer runden Geschichte, in der ihr auf unterschiedliche Charaktere treffen sollt, die dann den Plot nach vorne treiben. Wer mehr wissen möchte, schaut wie gesagt gerne mal in meine Preview zum Titel. Hingegen probiert River Towns mal etwas völlig anderes und kombiniert einen Tetris-Ansatz mit einem City-Builder. Das klingt erstmal total verrückt, sieht aber zugegebenermaßen gar nicht mal so schlecht aus. So löst ihr vorrangig Puzzle, indem ihr Häuser platziert und damit gleichzeitig Städte erschafft. Jeder Distrikt soll dann einen eigenen Stil und eine eigene Form besitzen, wodurch sich dadurch wiederum jedes Level anders spielen soll. River Towns erscheint kommenden Montag, also am 24.03. auf Steam. Ihr könnt aber auch jetzt schon die Demo ausprobieren.
Jurassic World Evolution 2 haben die Entwickler von Frontier, wie gewohnt, einen bemerkenswert komplexen Themenpark-Simulator für Dinosaurier veröffentlicht, welcher den ersten Teil nochmals deutlich überbot. So wurden hier neben Wasser auch erstmals Flugsaurier eingefügt, welche dementsprechend andere Gehege benötigen. Das Spiel baut dabei auf die Ereignisse des vorletzten Jurassic Park Films auf und lässt euch dementsprechend ausgebüxte Dinos einsammeln und dann in ihrem neuen Zuhause verwalten. Maybe this time we just let nature take its course and resist our compulsion to control it. Jetzt kommt's. Der Titel, welcher auf Steam aktuell noch mindestens 60 € kostet, könnt ihr im Epic Game Store bis zum 27. März 16 Uhr vollkommen kostenlos erwerben und dann auch für immer behalten. Also selbst wenn ihr aktuell keinen Bock drauf habt, könnt ihr ihn euch einfach mal für später in eure Bibliothek packen. The question now is, where will it take us next? Falls ihr wie ich mit Counter-Strike 2 nicht so richtig warm geworden seid und spätestens nach Counter-Strike Source raus wart, könnte die Ankündigung des CS Legacy Remake Projects was für euch sein. Denn was die Hobbyentwickler von Midnight Madness hier auf die Beine stellen wollen, ist nichts Geringeres als ein komplettes Remake vom legendären Counter-Strike 1.6 und das Ganze übrigens ohne Valve und zudem als vollwertiges und eigenständiges Spiel. Das Ganze basiert auf Valves Source Engine SDK und ist bereits im ersten Trailer vollgestopft mit nostalgischen Schauwerten, welche die Nähe zum Original schon sehr gut rüberbringen. Das Team setzt sich übrigens aus den ehemaligen Entwicklern von CS Promote zusammen, welche mit dieser Mod schon einmal versuchten, CS 1.6 zu erneuern, aber dann an den Community-Erwartungen zerschellten. CS Legacy soll bereits im Laufe des Jahres in den Early Access auf Steam starten und dann in direkter Konkurrenz zu Counter-Strike 2 stehen. Spannend. In diesem Sinne, gönnt euch Bannerman und vergesst nicht Jurassic World 2 in eure Epic-Bibliothek zu packen. Euch noch ein schönes Rechtswochenende und bis zum nächsten Mal.